Hi Guardians, willkommen zurück zum neuen Video. Heute mal ein bisschen anders, da ich heute einfach mal noch ein bisschen Musik im Hintergrund reinlegen werde. Aber natürlich einen Ticken leiser. Noch einen Ticken leiser wahrscheinlich. Äh, so, so passt das. So, ja, willkommen. Die Kapuze und die Klaue. Die Stadt des Lichts ist krank. Unter der hohen Wächterin Valora ist sie zu einem Schatten ihres einzigen Ruhms verkommen. Verbrechen schert in jeder Ecke und Gewalt ist in ihren Straßen an der Tagesordnung. Doch es gibt immer noch Hoffnung für die Stadt. Der Strixbane-Clan existiert, um sie zu beschützen. Als ein berühmtes Ratsmitglied tot aufgefunden wird, stellt der Mord den Clan vor einer Zerreißprobe, welche die Zukunft der Stadt entscheiden wird. Kurz ab vor hier. Ich habe schon erfahren, dass die Clan-Herausforderung tatsächlich auf Englisch sein wird. Also die internen Texte seien wohl auf Englisch, das heißt, die werde ich nicht übersetzen. Ich werde sie mir persönlich in meinem Tempo tatsächlich durchlesen. Ja, wie ihr wisst, diese Art von Videos sind für die Leute, die zum Beispiel generell ja, nicht weiterkommen in diesen Events. Ja. Aber das, was auf Deutsch ist, werde ich auf Deutsch vorlesen. Ich werde es auch versuchen, wieder zu, mit verschiedenen Sprachen, also Sprachnoten, also ihr wisst schon, was ich meine, ja, einfach vorzulesen. Dietrichs Nachtwache. Ein Mord an einer Berühmtheit der Stadt hat die Aufmerksamkeit der Wächter auf den vernachlässigten Werftbezirk gelenkt. Während ein einsamer Wächter den Tatort sichert, beobachtet ein mysteriöser Fremder die Szenerie von weit oben. Okay, ich könnte es vielleicht, obwohl das dauert zu lange. Also Luxus, ne? So besiedelt man die Stadt des Lichts. Und es scheint ein heller Strahl vom Tempel und von den Schlössern in die hohen Distrikte, also Bezirke. Aber da unten, ist das Licht so hart zu finden. Die Finsternis klammert sich wie Wurzeln an das Herz, an die Stadt. Die Stadt ist krank, vielleicht sogar sterbend. Die Schatten des Chaos breiten sich aus und versinken sie. Ja, nee, ich werde es nicht übersetzen. Ich warte wirklich auf die deutschen Texte, weil die sind teilweise wirklich gut gemacht. Also ich kann es halt nachvollziehen, ich weiß, was die Geschichte sagen möchte. Ich kann es euch gerne auf Englisch vorlesen, dann vielleicht könnt ihr da ein bisschen Englisch lernen. Ich fange jetzt einfach bei Demons an. Demons, Cultists, Sorcerers, the enemies of the light multiplying, waiting to strike. But so long as the Strixbane survive, the Lady of Light Justice will be paid on them. Somewhere in the west docklands, slums of Luxus, a hooded figure leaps down from the side perch, landing silently behind an unsuspecting city guard. Ja. Da hätten sie auch abkürzen können mit einem City Guard. Naja. You need to be more careful in these streets, Guardian, or you will end up guarding like the poor sap you've been standing over. Ehrlich. Also mir fehlen halt teilweise deutsche Wörter, die ich nicht aus dem Englischen übersetzen kann. Deswegen setze ich mich da jetzt nicht ran. Ja? By the light. Oh, adjudicator. I didn't expect you so soon. I suppose the High Guardian Valora must have made this one a priority. He's the Dragonborn Counselor Soros, I know, but I'm not here on official orders. The poor man was shredded almost in two. Razor sharp claws, truly the work of the enemy, but a high and mighty counselors in this part of town. I'll wager he wasn't here for the atmosphere. Time to shake some leads and see what the faults lose. Ich finde die Storys einfach mega geil geschrieben. Not an official orders, adjudicator. Does it mean you aren't here to relieve me?
It's getting dark, and I've been hoping I could head home. Dietrich is long gone by the time the Guardian realized he was talking to himself. He sighs and resumes his quiet and lonely post as the night comes to swallow up the street. Ja, Kämpfe gucken können eigentlich skippen, mal ganz ehrlich. Die sind eigentlich relativ langweilig. Jeder ist One-Shot. Aber so, jetzt gucken wir einfach mal auf die Animation in Strixbane. Hiha! Also, ich muss sagen, mega cool. Ich finde auch den männlichen, ich sag mal, klar, ne, es ist ein Mensch, definitiv. Aber ich finde halt auch den Dolch mega cool, den gezackten Dolch. Allerdings den Griff finde ich irgendwie sehr, sehr komisch. Also das passt irgendwie nicht überein. Das sieht mir eher so aus, als ob das eher ein Handschuh wäre, der sozusagen innen drin, also die Hand müsste eigentlich innen drin sein und nicht da drüber liegen. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Also als ob er sozusagen, eigentlich wäre das so ein Handschuh, wo er reingreift. Ne? Deswegen auch vorne noch die zwei Krallen zum Beispiel, ne? Oben dann sozusagen die runde Kugel, auch noch zum Abblocken und so weiter. Das hätte ein bisschen besser gepasst, aber ich finde das auch total gut, dass sie trotz alledem die Hand auch drüber gelegt haben. Auch mit der Bandage und so weiter, finde ich mega gut. Auch auf deiner linken Hand. Und auf jeden Fall auch den Degen. Mega cool. Also wirklich auch wieder auf das Detail geachtet, ne? Dass die Hand auch wieder geschützt ist mit. Also die achten wirklich auf Details. Mega gut. Heras Wacht, der Mord am Ratsmitglied, hat nicht nur Dietrichs Aufmerksamkeit auf sich gezogen, auf Befehl der Hohen Wächterin macht sich Kira auf den Weg zum Tatort. Laxus, the city of light, they call it keystone of the nations. Everyone comes here, but even in beauty there's darkness. True story, yeah? So when the night comes, it's Clan Strixbane's time to shine a light in the darkness and drive out evil from our fair city by its roots. The mission was clear, a counselor murdered, and a mystery to solve. Whoever was responsible, they'll soon find themselves at the end of my blade. From her perch above, Kira glides silently to a stop on a street near to the sea. Top of the evening, Lieutenant Lindbecker. Ah! Stay back, William. Oh, my apologies, adjudicator. The darkness just has me a little spooked. Are you the one the High Guardian sent? Expecting someone else, Lindbecker? Yes, that's the mission. So what you can tell me? It's Counselor Soren, all right. Why in the ashes he's here? I couldn't say. Torn to pieces, by the looks of it, no one's seen anything, as usual for this part of town. Torn to pieces was half of it. Whatever beast did this to him was savager than most. A new threat to the city, exciting, but I've been seen claws marks like these before. So, on official orders, does it mean you are here to relieve me? It's just you see, I've been waiting here since the evening, and the night's getting long. Ah, Ashes takes the both of them. Once again, the Guardian finds himself alone, as Kira silently races towards her quest. Nothing to keep him company, but the dimming lamplight. Also die Story ist ernsthaft, also jeder, der das gibt, ganz ehrlich, Kulturverräter an RPG-Spielen. Der Unterschlupf der roten Dahlie. Kiras Informantin zeigt mit ihren Clan in eine ganz bestimmte Richtung. Auf die Spur der berüchtigten Verbrecherkönigin, die als rote Dahlie bekannt ist. Aber geht in ihren Unterschlupf vielleicht noch etwas anderes vor? A shadow slinks along the rooftops, diving through an open window above yet another sleazy dockyard drive. No McGree set up, the room is bristling with walls and trophies, the lair of Red Dahlia. You are not as quiet as you think, little owl. If I was planning on sneaking up on you, Dahlia, you wouldn't have known I was here at all. Humph, big talk for such a little bird. What do you want? Seems like you give the orders around here. I speak, others listen. It's called charisma.
Don't suppose anyone hiding behind a mask would know about that. I want answers about Counselor Sora's death. Come on, Birdie. You think you'll get me to talk with harsh words? Now, are we going to sing or are we going to dance? Ich mag das einfach, das ist so geil. Da, 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 da. Also ich wäre tatsächlich auch wie, ja, ich wäre eigentlich beides. Ich bin so ein Mix zwischen beidem. Ich mag so eine Provokation. Der Köder ist geschluckt. Dietrich stattet Molaviks Boss auf seiner Suche nach einem Hinweis einen Besuch ab. Doch wer von ihnen hängt wirklich am Haken? Dahlia made a name for herself fighting in the arena. After they hung up her laurels, she went and caved out a kingdom of crime from the Docklands gangs. She was brutal enough, but she was no assassin. And last I checked, she didn't have claws. Boss, someone here to see you. And by someone I mean a mask alone. Quiet, Weasel. I still haven't made my mind up about finding out if flying dwarfs can swim. Also das übersetze ich euch. Na? Wir gehen jetzt sogar tatsächlich... Also, na? Er hier war ja ein Zwerg. Na? Und Dietrich sagt, sei still, Wiesel. Na? Das kann man auch Englisch lernen. Wiesel ist auch, ne, das Tier Wiesel. Und ich habe immer noch nicht... ich habe in meinem Kopf noch nicht entschieden, ob ich herausfinden möchte, ob lügnerische Zwerge schwimmen können. Allgemein bekannt, Zwerge können nicht schwimmen und haben Angst vor Wasser. Listen, educator, you want to roof up my boys? You better pay me first. I don't do free fights. I'm not looking for a fight today, Dahlia. Looking for answers. The Dragonborn with a lot less breakfast than he had this morning. Out there in the streets. Who did it? Sometimes people get hurt. These are mean streets. The Guardians, they're too busy to come around here. Kind of place a counselor shouldn't come around at night. But it wasn't us. You can stroll the sword girl act. I know you didn't do it. But these are your streets, Dahlia. Don't try to try me. You don't know anything. And she did know something. Dahlia doesn't do guilt. But I know a bluff when I see one. She's covering something up, and it goes further up than her. So are you going to tell me what you are hiding? Or are things going to get messy first? Dietrich effortlessly dodges out of the way of Molwick's shot as the bolt slides over Dahlia's shoulder. An answer if he was ever expecting one. Hansdorf, ne, das sind auch Zwerge. Deswegen auch Gewehr. Die Flinte. Mega gut. Also, ich liebe es einfach. Also da so viele Pluspunkte, die Code Games einfach sammelt. Verborgenes wird enthüllt. Die Spur des Schiedsrichters führt schließlich zu einem seltsamen, gut bewachten Warenhaus. Was verhält sich in seinem Inneren? Wrong move, Molavik. Your boss is running. How about you? How fast you think those stumps can get you? I'm not running anymore. Fine, go ahead. Take the key. You're better off not opening the door, Strix. You won't like what you see. Molavik could lie with the best of them, but he came by it honestly. What's all this fuss about this key? It didn't take long to catch the trail. Dahlia's men were thick in the arms, but about as thick in the skull. By the time the sun rose for the morning, I was looking at a warehouse to guard it. It was like they were watching it for the Queen of Terrolin himself. Hope they don't mind if I drop by. Ich find's gut. Ich find das echt super. Ich hoffe, ihr findet es auch super, dass ich so ein bisschen Hintergrundmusik jetzt mit einfließen lasse bei solchen Videos. Gebt mir auf jeden Fall Feedback in den Kommentaren, ob ihr das möchtet, ja, nein. Zufallsmusik wird es immer geben, also ich werde nicht darauf achten, welche Lieder abgespielt werden. Also nur mal schon mal da vorweg.
So, gucken wir mal bei ihr rauf. Also, klar, sie ist auch Mensch. Hm. Bei ihrem Degen muss ich sagen, oder ja gut, sind eigentlich Kurzschwerter. Ja, da gefällt mir das Detail irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Und auch bei dem Umhang, der so ein bisschen rumwedelt, da fehlen so einfach ein paar Konjunkturen drin, Reliefs drin mehr. Aber an sich finde ich es mega cool. Auch so mit diesem Shining hier. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, erneutes Treffen. Dietrich und Kira sind immer noch schockiert von den Enthüllungen des Morgens und versuchen sich zu sammeln und eine neue Fährte aufzusammeln. A kid, Molavik, acted like I was going to stumble on a bloodbath. What are they hiding? Why is that dodge? I'm not so sure. Maybe it wasn't a dodge. There's something about that kid. Why else would they look him away? This goes deeper. Dahlia's gang wouldn't have bothered with the counselor. You've always been seen conspiracy. Oh wait. Seen conspiracy. Ich hasse so eine Wörter. Conspiracies in everything. What if this really is just a wild beast? Maybe I need to look into this kid. And you've always refused to see the darkness in the city, even when it's starting back at you. Staring back at you, sorry. You follow your leads. I'll follow mine. The truth will come out. Be careful, brother. Likewise. Mega gut. Ich finde das so herrlich. Eine Zufallsbegegnung. Dietrich kehrt zum Hauptquartier der Wächter zurück, der Bastion des Lichts, um Valora Bericht zu erstatten. Doch eine zufällige Begegnung bringt ihn auf eine Spur, die zur Entwirrung des Mysteriums führen könnte. Dietrich returns to the bastion of the Guardians. Far from this favorite place, the false brightness of its corridors and bureaucracy has made his visit a chore. Still, there were some here that still believed in the promise of the city. Educator, rare to see the Strixbane at the bastion anymore. I thought we'd chased you all away by now. Not just yet. We still have to pick up our pay here. Hey, it's good to see you as well. If you're looking for the High Guardian, she isn't in. She was out all night, running some kind of operation. Eigentlich müsste ich da meine eigene Stimme verwenden, Alter. Das bin ja ich. Valora, the High Guardian. She'd be in that position long before I was even born. She had the decades to ride the city. Out on some midnight orb. Orb is operation, short form, also Kurzform. She doesn't work that hard without a good reason. Time to pull a few more strings. Any idea where she'd be at this hour? No. Been running around trying to keep the city together in her absence since this morning. Sorry, I can't make sure she gets your message if you leave her one. No message. In fact, forget I was here altogether. You're doing a good job, kid. Glad to see someone still cares about the city. Danke. Also meine Bezirke sehen sehr, sehr gut aus. Sie produzieren richtig viel Gold. Und Euro so. Enthüllung Teil 2. Kira bittet einen alten Freund um Rat, doch eine schockierende Enthüllung weist auf den wahren Übeltäter hin. That small word of advice from Callista has led to a big hunch, but before she's ready to make that call, a visit to a friend is in order. Kira makes her way towards a glittering temple of light. The light inside is blended with the setting sun. Oh, schön geschrieben. Hello, visitor. Welcome to the temple of... Oh, educator, it's you! What brings you to the temple?
I'm afraid I'm not here just to see a friend. Have you prepared the body of Consular Saurus for burial? No, not yet. The Dragonborn ambassador has been asking for his body to be returned to their homeland. It's become a headache, but I have examined it, if that's what you're asking. Kira says nothing. She only nods her assent. Alicia guides her to the chamber where the consular's body has been moved. He was killed by someone, kind of clawed creature, probably Lycan, but I'm sure you gathered that. But there's something else, a darkness over the rounds. It's like nothing I've ever seen before. Darkness? Like the Ashlanders? Could it be demons or something darker still? That complicates things. Can you tell me anything else? One thing stands out, the height. The height of the injuries is strange. A full-grown Lycan would aim for the chest, not the stomach. I think this might be... the boy. That kid. Ashes, take me. How was I fooled? But if that kiss isn't what he seems, then I need to get back there now. So langsam schließt sich der gesamte Kreis von der gesamten Story. Ey, ich habe wirklich auf die Strixbane-Kampagne gewartet. Herrlich! Nice! Boah! Mega gut. Mega gut. Eine dunkle Entdeckung. Kira und Dietrich eilen beide zurück, um den Jungen zu finden. Doch als die Fäden sich langsam miteinander verbinden, wirft sich eine düstere Entdeckung plötzlich aus der Bahn. Dietrich rushes along the rooftops, diving to where they agree to meet Lindbecker. He is there, but lying heavily wounded on the ground. Lindbecker, by the gods, they got you already. Who was it? Strixbane, oh no, the boy, he's... Lindbecker, where's the boy? Lindbecker is too weak to speak. He only raises his hand, leading further into the valley. Dietrich pursues and finds the boy fallen over and panting. Kid, look kid, you're in danger here. We've got to get out. You're out of this place. Dietrich reaches out to touch the boy, but the boy turns around, his face and hands covered in blood, and in an instant Dietrich is sprawled across the ground, hot blood streaming from his face and an enraged Lycan approaching. Da finde ich das halt so schade, dass man keine Möglichkeit mehr hat, so die alten Clans sich die Geschichten durchzulesen. Das war, als ich angefangen habe, war das tatsächlich noch möglich. Da gab es einen Reiter mit Geschichte, also der Clan-Geschichte, um sich das nochmal wirklich in Ruhe durchzulesen, auch für die ganzen alten, also für die ersten Champions sozusagen. Mega gut. Schade, dass es rausgenommen wurde, vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Ich setze mich dafür auf jeden Fall ein. Die Jagd ruft. Der Junge ist wild geworden und der Strixbane-Clan muss jeglichen Bösen, das die Stadt bedrohen könnte, ein Ende setzen. Ganz gleich, was die Ursache dafür sein sollte. In little time at all, the boy turned wolf has cut a bloody path through the streets. The Strixbane are close on its heels, leaping across the rooftops to get ahead of its path. This child, he has some kind of darkness in him. Even under a full moon, a Lycan is not so savage. You can't be sure, Kira. It's just a boy. He might be scared, unsure of how to react. Glides down in front of the boy as he goes to attack a fleeing guard. She readies her blades and catches his attention. Then let's hope he doesn't know what she's doing. Aber manchmal ist es echt schwierig herauszufinden, wer da überhaupt spricht in der Geschichte, aber so ist das halt. Theoretisch müsste man sowas vorbereiten, editieren und dann könnte ich sowas auch richtig gut machen, aber ich habe weder ein Cutting-Programm noch die Lust dafür, weil, nee, ich konzentriere mich lieber auf die Basis-Features, um euch das beizubringen. So, wohin der Pfad führt. Die Strixbane verfolgen ihre Beute bis an den Rand der Stadt, um für Sicherheit zu sorgen und die Seele der Stadt zu beschützen. Aber was, wenn sie ihr Ziel zu spät erreichen? As the pair continues their chase, their pace begins to quicken.
and they realize each is trying to outrace the other to stop him first. Dietrich, use your head. We can't afford to squabble about this. Is your vow to protect the city or not? We aren't just here to protect the city, we also need to protect its soul. Brother, can you hear yourself? Do you not see this creature for what it is? We can speak of your conspiracies later. The fight is on us now. The creature has made a quick race towards the city gates, bowling through the night watchman. Mere moments before they hit the gates. A knife strikes Krio's chest, sending her falling to the ground. Sickly appears in their path with the force of dark elves. Hold on. The intrusion educates us, but you are running a little ahead of schedule. Interessant. Also noch hat sich der gesamte Kreis also von den ganzen Clans noch nicht wirklich geschlossen. Die Jagd muss weitergehen. Nachdem ihnen auf ihrer Jagd aufgelauert wurde, versuchen die Strixbanes verzweifelt, die Schritte des Wolfes erneut ausfindig zu machen. Doch mehr Hindernisse versperren ihnen den Weg. Dietrich and Kira rush through the outer streets, but the wolf child seems to have gotten far ahead of them. They stop, finally at the end of the stamina. Blood and ashes. They were toying with us. What's the angle? Why would they do it? To get you out of the city, of course. Valora, if you wanted us gone, a knife would have worked. Why bring the boy into this? Oh, believe me, I would have loved to. But aside from your insipid vow of secrecy making you so hard to catch, you're another problem. You give the city hope, and I can't kill that. Not yet. Well, you're going to have to now, Valora, stand and fight. Okay, der Part hat sich jetzt schon mal geschlossen für den ersten Kampf, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Also Tutorial Fight, den ersten. Wow. Okay, interessant. Das heißt, um es mal weiterzuführen, weil nach den Strixbane kam dann tatsächlich schon die Deviler. Und die Deviler hatten auch eine Interaktion mit den Lycanes, die auf der Flucht waren, mit dem Jungen. Ja? Falls ihr euch erinnern könnt. Wenn nicht, guckt noch mal rein. Mega gut. Okay, krass. Cool. Okay, das war's zu diesem Video. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie gesagt, gebt mir Feedback, wie ihr das möchtet oder wie ihr das gemacht habt mit der Musik im Hintergrund. Klar, bei deutschen Texten werde ich auch wieder deutsche Texte vorlesen, aber wie ihr merkt, ne, im Englischen bin ich flüssiger als im Deutschen. Das ist leider so. Ja. In dem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Oder vielleicht gegebenenfalls in einem Stream. Checkt auch auf jeden Fall die Videobeschreibung aus. Da steht auch immer eine ganze viele schöne, interessante Sachen drin. In dem Sinne, ich bin raus. Ciao.